Das Event in Brescia ist immer was ganz Besonderes. Ups, ich habe die Castbotte angelockt. Noch ein Carrera GT. Hier, 9.8 in Spider. 2 GT2 RS. Ja, der Carrera GT ist direkt hinter uns. Es sind echt so mega krass viele Autos hier. Ich kann es kaum glauben. Guten Morgen, heute ist es soweit, wir fahren zum Carsten Coffee Brescia. Normalerweise bin ich da nicht so pingelig, aber da es ja heute zu einem sehr exklusiven Treffen geht, dachte ich mir, sollte man das Auto auch ein bisschen sauber halten. Und deswegen fahren wir jetzt nochmal fix zur Waschanlage und dann geht es direkt weiter zum Carsten Coffee. Klaus, du bist heute wieder fleißig, das gefällt mir. Schön machst du das. Ja, ne? Jo Leute, ich bin 83 Minuten. Ja, wir haben jetzt nur ein bisschen Blütenstaub auf dem Auto. Also wir machen jetzt hier nicht die Profi-Wäsche. Dafür haben wir auch leider gar keine Zeit mehr. Und der Klaus beeilt sich jetzt und dann geht's weiter. Los geht's! Das Event in Brescia ist immer was ganz Besonderes. Da sind halt auch oft echt extrem krasse Hypercars vertreten und da freue ich mich schon drauf. Also letztes Jahr waren Paganis, Bugattis, alles Mögliche da und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so der Fall sein. Ganz Italien kommt mit ihren Supercars. Ja, da geht's schon los. Soll ich mal kurz Gas geben? Ups, ich habe die Castbotte angelockt. Da kommt der Carrera GT, wir haben doch nicht die Castbotte angelockt. Performante in grün, sehr schön. Ja, der Carrera GT ist direkt hinter uns, der stiehlt uns so ein bisschen die Show. Achso, der Carrera GT ist hinter uns. Filmen wir doch den mal, Moment. Also wären wir jetzt mit dem GT3 hier, ich glaube der GT3 ist halt einfach auffälliger aufgrund der Farbe. Aber es ist gar nicht so schlimm, wir kommen ja auch nicht, hier noch ein Carrera GT. Wir kommen ja auch nicht her, um aufzufallen, sondern um zu gucken. R8 ist halt so ein Auto, das kennt halt schon jeder. Und wenn man so ein Carrera GT hinter sich hat, dann steht einem sowieso die Show. Ach so, hier, 9.8 in Spider. 9.8 in Spider. Ein Aventador SV Roadster haben wir da auch. Es sind echt so mega krass viele Autos hier, ich kann es kaum glauben. Und das ist gerade mal der Anfang. Aber das ist richtig schön hier. Ein richtig schöner Platz. Hier ist jetzt unser Parkplatz. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Ich habe schon ein paar geile Schmuckstücke gesehen, aber ich glaube, die besten kommen eigentlich erst noch. Deswegen würde ich sagen, los geht's. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Baby, while we're young. Baby, while we're young. Baby, while we're Wir haben hier einen Carrera GT, Ferrari F50 oder 40. Ich verwechsel die beiden immer. 918 Spider und ein LaFerrari. Hier sind die etwas älteren Schätzchen.
Wow, sehr schön, sehr, sehr schön. F12 TDF. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Das ist total krass und es sind noch nicht mal alle Autos da. Es ist echt also eine wunderschöne Location. Die ganzen Parkplätze sind unterteilt in, also hier stehen die ganzen Ferraris. Die ganzen Audis standen direkt am Anfang und McLaren wird hier wahrscheinlich auch jetzt hingepackt. Ein paar stehen zumindest schon mal hier. Da vorne stehen die ganzen BMWs. Das ist die BMW-Abteilung. McLaren 27S, 2 Stück. Da hatten wir ja auch noch das Vergnügen mit am Nürburgring. Wow, das ist auch mal was Interessantes. Manche Autos sind so krass, die kann ich gar nicht benennen. Manchmal frage ich mich so, was zur Hölle ist das? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe jetzt auch irgendwie Klaus verloren. Ah ne, da ist er. Hi Klaus. Das ist ein Gumpert Apollo. Ein Gumpert, ach so. Ja, okay. Diese erste Generation von Apollo. Ja, ja. Ich kenne nur die etwas neuere Generation, aber das Kommt ist auch gleich. Mal sehr interessant, ja. Aber schon ziemlich cool, was hier so rumsteht. Aber es heißt ja Cars und Coffee und deswegen Cars haben wir schon da, jetzt fehlt nur noch der Coffee. Ja. Okay, thank you so much. Thank you. Einmal für dich. Dankeschön. Und jetzt brauche ich unbedingt einen Kaffee, weil ich heute Morgen noch keinen getrunken habe. Den Durst darauf habe ich mir nämlich extra jetzt für das Event aufgehoben. Espresso habe ich schon. Warte mal, was ist denn alles drin hier? Hier. Geil. Powerbank. Ey, Powerbank können wir gut gebrauchen. Wir haben 1000 Deine Akkus sind immer Powerbanks. leer. Ich ziehe gleich alles an, was hier drin ist. Was ist denn los? Die rennen irgendwie alle in die Richtung. Irgendwas Lautes kommt da. Und ich befürchte fast, oder ich hoffe, das ist dieser Apollo IE. Ich denke, der kommt hier vorbei, oder? Ne, da hinten fährt er. Komm, es sind einfach zu viele Menschen, man sieht nichts mehr. Das ist ein Dallara, wenn das so richtig ausgesprochen wird. Das Interessante an dem Auto ist, der hat keine Türen, der hat kein Dach, hat 400 PS und wiegt 800 Kilogramm. Macht bestimmt Spaß. Hier habe ich auch schon gerade ein bekanntes Auto gesehen von dem Franz Simon, der Wagen. Er selber ist aber nicht hier. Und hier, meine lieben Freunde, ist so, ich würde fast behaupten, mit einer meiner Lieblingsecken, denn Porsche everywhere. Und direkt hier 2 GT2 RS in Gelb und in GT Silber Metallic. dein Einsatz, ja. Sehr schön. Hier haben wir die GT3 Facelift und GT3 RS, GT3 vor Facelift, GT3 vor Facelift, GT3 vor Facelift, GT3 Facelift, GT3 Facelift. Ich kann nicht aufhören. So viele GT3s. Hier sieht man auch selten, GT2. Ein Alter, ja. Jo, relativ. Also ja, GT2 gibt es ja nur das Modell. Vorgängermodell, ja. Das ist auch eine coole Farbe, aber ist mir ein bisschen zu matt. Das ist so, ja, so mattrot, aber Ja. ist schon hell. Sieht auch nicht schlecht aus. In graumatt. Viele, viele, viele Lamborghinis. Von alt bis neu. 2 wunderschöne Performante. Ach, hier stehen die Bugattis. In, 3 sogar. 3 Stück, ja. In weiß sieht er auch nicht schlecht aus. Ich finde den in weiß am besten. Ja. Und hier steht übrigens ein Gallardo Performante Spider, ne? Auch ein Performante, ja. Ja. Aber ein Gallardo. Ich glaube, ja, den gab es aber nur als Performante als Spider. Ach diesen so, Gallardo. okay. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ja, sieht man auch selten. Hier, das ist wieder dein Spezial, da kennst du dich wieder besser aus. Voll geile Autos mit voll geilen Farben. Das ist ein Diablo SV. Bugatti EB110. Noch ein Bugatti EB110. 2 Stück sogar. Und ein Bugatti Chiron. Quatsch. Veyron. Veyron noch, ja. Und gucken wir mal, was hier hinten noch so ist. Und hier steht übrigens der Gumpert Apollo. Neben einem Carrera GT, Koenigsegg CCX, ein LaFerrari, wunderschön. Und die 2 Pagani Huayras da vorne. Beziehungsweise einmal der Pagani Huayra Roadster. Ich glaube schon fast, das ist der, den wir auch in Genf gesehen haben. Derselbe. Und ein Huayra BC. Aber das sind beides auch keine Kundenautos, sondern Prototypen.
Ja, und da werde ich auch gleich nochmal fragen, ob ich mich vielleicht da reinsetzen kann. Jetzt geht es erstmal was essen. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Lackierung. Hier sieht man auch noch so leicht das Carbon durchschimmern durch die Haube. Ja, und jetzt ist da vorne gerade der IE angekommen, der Apollo IE. Und hier haben wir zurzeit, ich glaube, das Hypercar der Hypercars stehen. Und das ist der Apollo IE. Das steht für Intenser Emotion, ich sag's auf Englisch, Intenser Emotione. Genau. Und das ist, ich würde fast behaupten, das aktuellste Hypercar schlechthin. Es war auch in Genf vertreten, ist da durch die Straßen gefahren, die ganzen Karspotter sind da hinterher. Und ich hatte leider in Genf noch nicht das Vergnügen, aber dafür hier umso besser, denn ich kann es wirklich hautnah erleben und das Auto ist einfach krass. Wir haben 780 PS und das Auto wiegt 1250 Kilogramm, war das richtig? Ich muss noch mal kurz überlegen, weil die Angaben sind schon ganz schön krass. Und davon sollen nur insgesamt 10 Kundenautos überhaupt gebaut werden. Die Produktion soll auf jeden Fall noch irgendwann 2018 starten und das Auto wird 2,3 Millionen Euro kosten. Achso, und was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, der Wagen hat 1350 Kilogramm Abtrieb. Das sieht doch mal krass aus. Sieht aus wie also irgendwie was völlig Neues. Also von innen eigentlich genauso wie von außen sehr, sehr kantig, sehr futuristisch. Und ja, ich weiß nicht, womit ich das beschreiben kann. Also man liegt förmlich in dem Auto. Wenn man sich das mal anguckt, alles voll Carbon. Das Lenkrad erinnert so ein bisschen an Formel 1 Fahrzeug. Wir haben sehr schöne große Pedals in Gold, ein Virtual Cockpit und super geil. Also wie gesagt, das erinnert mich alles an ein Raumschiff. Dann die Flügeltüren hier auch nochmal komplett voll Carbon und achso, und das sollte man vielleicht auch nochmal zeigen, wenn du mal von hier filmst. Auch nochmal die Kopfstützen, sehr interessant. So gut wie nicht vorhanden. Es gibt hier super interessante Dinge zu entdecken und einfach nur krass. Also ich würde schon fast behaupten, das ist momentan so das Auto schlechthin, das krasseste Auto schlechthin, allein der Optik wegen. Und der Wagen hat einen brutalen Sound, haben wir auch gerade schon aufgenommen. Ich blende es mal kurz ein. Also das ist einfach der Wahnsinn. Okay, gucken wir uns nochmal den Pagani Huayra BC von ein bisschen näher an. Ich hatte ja vor 2 Jahren das Glück, in so einem mal mitzufahren. Mal gucken, auch wieder alles wunderschön, voll Carbon. Wunderschöne Ausstattung hier von innen. Ich mag das Lenkrad, das sieht echt cool aus. Ich setze mich mal ganz kurz rein für ein Foto. Ich will nur nichts kaputt machen. Wow, oh mein Gott. Ja, ich muss mich hier erstmal... Wow, cool, wir haben... auch cool, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Das ist ja die Tür und in der Tür ist quasi noch mal so eine Art Panoramadach. Also hier ist die Tür ja zu und da kann man nach oben hin rausgucken. Das ist schon hier Alcantara. Hier, guck mal, wenn du das öffnen willst hier vorne, hast du solche Lederschlaufen. Das ist auch so typisch Pagani. Vielleicht hören wir ja auch noch mal ein bisschen Sound jetzt von dem hier. Für die, die es nicht wissen, in so einem Pagani Huayra ist ein AMG-Motor verbaut. Ist natürlich nicht so laut wie der Apollo, aber ich finde einfach, man kann diese Autos auch gar nicht miteinander vergleichen. So, wir fahren jetzt wieder heim, beziehungsweise für uns geht es jetzt weiter nach Mailand. Das Event ist zu Ende, war super toll, diese ganzen extrem krassen Autos mal wieder so live gesehen zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, vergesst nicht, meinen Instagram-Channel zu abonnieren und wenn ihr Fragen, Anregungen, irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal bin ich in Mailand, also nicht verpassen. Tschüss. Das war noch ein cooler Abschluss.